In diesem Video erkläre ich dir detailliert meine persönliche Momentum Trading Workspace und verrate dir, wie ich meine Chartfenster benutze und was ich darin sehe. Wenn dir meine Videos gefallen und du mehr sehen möchtest, dann bitte ich dich im Vorhinein, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Das ist meine persönliche Trading Workspace mit 4 Chartfenstern. Wie du siehst, ist es einfach gerichtet mit wenig Indikatoren, aber dafür komplett auf Orderflow und Volumen ausgerichtet. Das bedeutet, dass bei mir in jedem Chartfenster das Orderflow bzw. die Anzahl der Käufer und Verkäufer und das Volumen bzw. das Total der gehandelten Anzahl Kontrakte innerhalb der Kerzen zu sehen ist. Mit diesen Informationen in Kombination von 3 weiteren Indikatoren, dem Volumen, dem Delta und dem selbstentwickelten Big Player Line Indikator, wie hier zu sehen ist, bekomme ich alle notwendigen Angaben, die ich benötige, um erfolgreich zu traden. Der Big Player Line Indikator zeigt mir interessante Preisbereiche zum Traden an. Im Footprint Chart sehe ich mir die Bid-Ask-Zahlen und lese die Intentionen der Käufer und Verkäufer ab. Der Volumen- und Delta-Indikator bekräftigen mir die Footprint-Aussage. Im Chartfenster oben links habe ich Tageskerzen eingestellt mit sichtbarem Volumen, damit ich sehen kann, was in den letzten paar Tagen geschehen ist und wo sich der Markt befindet. In diesem Chartfenster schaue ich mir das Marktgeschehen langfristig an. Links und rechts vom Chartfenster sind Monatsprofile eingerichtet, damit ich sehen kann, wo innerhalb vom letzten und vom aktuellen Monat viel gehandelt worden ist. Mit dieser Information in Kombination der Kerzen lässt sich der Kontext gut ablesen, um den Markt zu analysieren. Im Chartfenster unten links habe ich 30 Minuten Kerzen mit Footprint, Bid-Ask und Volumen eingestellt. Dieser Chartfenster benutze ich, um die Marktbewegung und Marktereignisse mittelfristig und kurzfristig zu analysieren, als auch meine Trade-Einstiege und Ziele je nach Geschehen vorzuplanen. Dieser Chart hilft mir, den Marktkontext bzw. die Marktintention zu lesen, um wichtige Preisbereiche in Kombination der 3 erwähnten Indikatoren für den Trade-Einstieg vorzuplanen. Links und rechts vom Chartfenster habe ich das Volumenprofil der aktuellen und der letzten Woche als zusätzliche Unterstützung für die Analyse. Die 2 weiteren Chartfenster auf der rechten Seite benutze ich, um mein Trade-Einstieg präzis wie möglich mit einem möglichst kleinen Risiko und möglichst viel Profit einzugehen. Oben rechts arbeite ich mit einem XV-Range oder Renko-Bewegungschartfenster, damit ich mir die Ecken und Kanten der Marktbewegung besser erkennen kann. Auch in diesem Chart arbeite ich mit der Footprint-Einstellung und kann aufgrund der kleineren Bewegung der Kerzen detaillierter die aktuelle Marktbewegung einschätzen. Im unteren Chartfenster rechts sind 5 Minuten Kerzen ebenfalls mit Footprint Bid-Ask-Einstellung eingerichtet. Über diesen Chartfenster entscheide ich ebenso über meinen Trade-Einstieg. Ich kombiniere beide Chartfenster zusammen und entscheide über beide Chartfenster, wann ich ein Trade eingehe und mit wie viel Risiko. Manchmal lässt sich der Markt im M5 besser lesen, manchmal im Range Chart und manchmal sogar in beiden Charts gleichzeitig gut. Wenn du erfolgreich traden möchtest, ist es wichtig, das Handwerk zu erlernen und dich damit auseinanderzusetzen, damit du weißt, auf was zu achten ist und wie du bei welcher Marktsituation agieren sollst. Dafür benötigst du eine korrekte eingestellte Workspace, die dir genaue Informationen liefert, die du brauchst. Diese Informationen musst du natürlich nicht nur lesen und interpretieren können, sondern auch üben, damit du Vertrauen in deinem Trading aufbauen kannst.
Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, vergiss dein Like nicht zu geben und den Kanal zu abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und tschüss!